Lektion 1. Effiziente Kommunikation. Die Hilfestimme am Telefon sagt Ihnen beispielsweise, wie Sie eine Verteilerliste einrichten. Das ist so praktisch. Das erleichtert das Organisieren von Kontakten erheblich. Ja, mit einer Verteilerliste können Sie Nachrichten an mehrere Personen gleichzeitig senden. Unbedingt. Das spart Zeit und stellt sicher, dass jeder die gleichen Informationen erhält. Richtig? Ich denke, es ist ein großartiges Tool für die persönliche und berufliche Kommunikation. Ja, es ist besonders hilfreich, um Veranstaltungen zu koordinieren oder Updates auszutauschen. Ganz gewiss. Stellen wir sicher, dass wir diese Tools in unserem nächsten Projekt effektiv einsetzen. Definitiv. Organisiert zu bleiben hilft uns, als Team besser zu kommunizieren. Ich stimme voll und ganz zu. Schauen wir uns weitere Funktionen an, um unsere Kommunikation zu verbessern. Lektion 2. Vielversprechende Angebote. Das klingt vielversprechend. Ich habe von unglaublichen Verkäufen an diesem Wochenende gehört. Wirklich. Wie viel kosten sie? Sie sind für $40 weniger im Angebot, was für das, was Sie bekommen, ein ziemliches Schnäppchen ist. Das stimmt. Ich frage mich, ob sie etwas Einzigartiges haben. Ich denke, das tun Sie besonders bei den Neuankömmlingen, die Sie erwähnt haben. Ich würde sie mir gerne ansehen, aber ich hoffe, sie haben noch Vorräte, wenn wir gehen. Warten wir nicht zu lange. Es wäre enttäuschend, ein so großartiges Angebot zu verpassen. Absolut. Und wer weiß, was wir sonst noch finden könnten, wenn wir dort sind? Genau. Es macht immer Spaß, gemeinsam Neues zu erkunden und zu entdecken. Lektion 3. Übrig gebliebene Pläne. Ich denke, wir sollten die Reste für morgen aufheben, dann schmecken sie noch besser. Guter Punkt. Sie haben wirklich die Möglichkeit, die Aromen über Nacht zu mischen. Außerdem erspart es uns das erneute Kochen, was ein Bonus ist. Ich stimme vollkommen zu, aber ich rufe Sie an, um den Plan zu bestätigen. Klingt gut. Wir können auch fragen, ob Sie irgendwelche Spezials für morgen haben. Ja, und es wäre schön zu wissen, welche anderen Mahlzeiten Sie empfehlen. Richtig. Es ist immer toll, Abwechslung zu haben und ich liebe Ihre Vorschläge. Genau. Fragen wir unbedingt nach Ihren besten Gerichten, wenn wir schon dabei sind. Auf jeden Fall kann ich es kaum erwarten zu hören, was Sie dieses Mal empfehlen. Lektion 4. Klug träumen. Ich denke oft darüber nach, was ich tun würde, wenn dieser Traum jemals wahr werden würde. Wenn Sie viel Geld bekommen, hoffe ich, dass Sie es mit Bedacht einsetzen. Natürlich. Ich würde es nicht für frivole Dinge verschwenden wollen. Genau, in etwas Sinnvolles zu investieren ist viel erfüllender. Ich würde gerne reisen und verschiedene Kulturen erleben, aber im Rahmen des Zumutbaren. Das klingt wunderbar. Du könntest auch anderen in deiner Gemeinde helfen. Ja, etwas zurückzugeben wäre definitiv Teil meines Plans. Es ist inspirierend, darüber nachzudenken, Ihr Vermögen zu nutzen, um positive Veränderungen herbeizuführen. Unbedingt. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, wo wir herkommen, oder? Lektion 5. Geografische Wunder. Wussten Sie, dass Utah und Arizona so atemberaubende Landschaften haben? Ja, sie fügen sich wunderbar in den Golf von Kalifornien ein und bieten eine einzigartige Aussicht.
Es ist faszinierend, wie die Natur so vielfältige Ökosysteme schaffen kann. Ich stimme zu, und die Art und Weise, wie sich die Farben im Laufe des Tages ändern, ist atemberaubend. Genau. Ich liebe es, wie jede Stunde einen anderen Aspekt der Landschaft enthüllt. Es ist wie ein lebendiges Gemälde, das sich ständig mit dem Licht weiterentwickelt. Unbedingt. Wir sollten bald eine Reise planen, um diese Gebiete zu erkunden. Das wäre unglaublich. Ich kann mir schon vorstellen, welche Abenteuer wir erleben würden. Lass es uns geschehen. Ich kann es kaum erwarten, alles persönlich zu erleben. Lektion 6. Reisevorbereitungen. Lassen Sie uns eine Liste der Dinge erstellen, die wir für die Reise einpacken müssen. Organisation ist der Schlüssel. Das ist eine tolle Idee. Wenn wir früh anfangen, werden wir sicherstellen, dass wir nichts vergessen. Richtig. Und wir sollten sowohl wichtige als auch unterhaltsame Dinge berücksichtigen. Ja, wie Snacks für unterwegs und eine gute Playlist für die Fahrt. Perfekt. Wir können auch einige Spiele für die Ausfallzeit im Hotel einpacken. Definitiv. Es ist immer schön, Unterhaltungsmöglichkeiten zu haben. Und ich werde sicherstellen, dass ich meine Kamera mitbringe, um all unsere Erinnerungen festzuhalten. Gut überlegt. Wir werden liebevoll auf diese Reise zurückblicken wollen. Genau. Lass uns mit dieser Liste beginnen. Diese Reise wird fantastisch. Lektion 7. Die Natur macht Spaß. Du wirst nicht glauben, wie viel Spaß ich hatte, als ich ein paar Enten sah. Wirklich. Wie viele waren es? 5 von ihnen planschten in einem Teich und es war bezaubernd. Das klingt herrlich. Ich liebe es, Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Es war so friedlich und sie quackten spielerisch aufeinander los. Ich kann mir nur vorstellen, wie süß das ausgesehen haben muss. Das war es wirklich. Sie schienen ihre kleine Wasserparty zu genießen. Ich wünschte, ich hätte dort sein können, um es zu sehen. Nächstes Mal werde ich dafür sorgen, dass du mich auf das Abenteuer begleitest. Lektion 8. Perfektes Timing. Für dich klingt das Timing perfekt. Großartig. Bis dahin bin ich bei dir, bereit zu gehen. Fantastisch. Ich freue mich darauf, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Ich auch. Es ist immer schön, sich zu treffen und die Gesellschaft des anderen zu genießen. Genau. Wir haben so viel zu besprechen und zu teilen. Ich kann es kaum erwarten, von allem zu hören, was du in letzter Zeit gemacht hast. Ich habe einige spannende Geschichten und ich weiß, dass du sie auch hast. Ganz gewiss. Machen wir das Beste aus unserer gemeinsamen Zeit. Unbedingt. Wir sehen uns bald, das wird ein toller Tag. Lektion 9. Reparaturen von Klimaanlagen. Können Sie die Klimaanlage reparieren, bevor die Hitze einsetzt? Ich denke, das schaffe ich. Es sollte nicht zu kompliziert sein. Das wäre eine Erleichterung. Ohne es wird es wirklich unangenehm. Ich verstehe das vollkommen. Ich werde es mir heute Nachmittag ansehen. Perfekt. Wenn Sie irgendwelche Werkzeuge benötigen, lassen Sie es mich einfach wissen. Das weiß ich zu schätzen. Ich sammle, was ich habe und sehe, was ich noch brauche. Großartig. Je früher wir es reparieren, desto besser fühlen wir uns in dieser Hitze. Genau. Ich bin dran. Wir werden es im Handumdrehen zum Laufen bringen. Danke.
Ich kann es kaum erwarten, wieder eine kühle Brise zu genießen. Lektion 10. Farben und Düfte. Weißt du, ich habe in letzter Zeit über Düfte, Farben und Formen nachgedacht. Das ist interessant. Wo finde ich die besten Ideen dafür? Ich habe festgestellt, dass Kunstläden oft großartige Materialien zur Inspiration anbieten. Das macht Sinn. Sie bieten eine Vielzahl von Materialien zum Erkunden. Außerdem kann der Besuch von Galerien die Kreativität auf unerwartete Weise anregen. Unbedingt. Die Werke anderer Künstler zu sehen, kann zu neuen Ideen führen. Das kann es wirklich. Es ist immer erfrischend, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ich stimme zu. Lass uns bald einen Ausflug zu einer Kunstausstellung planen. Ja, ich kann es kaum erwarten, all diese Kreativität mit dir zu genießen. Lektion 11. Einheimisches Leben. In der Nähe der Ostküste Nordamerikas leben viele Indianer von einer Kombination aus Landwirtschaft und Jagd. Das ist faszinierend. Es ist unglaublich, wie sie beide Lebensstile in Einklang bringen. Ja, es ist eine reiche Tradition, die über Generationen weitergegeben wurde. Ich bewundere ihre tiefe Verbindung zu Land und Natur. Genau, es ist eine nachhaltige Lebensweise, die Ressourcen schont. Ich würde gerne mehr über ihre Praktiken und Gebräuche erfahren. Wir sollten nach Dokumentarfilmen oder Büchern suchen, die ihre Kulturen erforschen. Tolle Idee. Es wäre aufschlussreich, ihre Lebensweise zu verstehen. Lassen Sie uns darauf eingehen. Es ist ein Thema, das es wert ist, gemeinsam erforscht zu werden. Lektion 12. Meilenstein-Motivation. Ich habe in letzter Zeit darüber nachgedacht, mir einige persönliche Meilensteine zu setzen. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Es kann dir wirklich helfen, motiviert zu bleiben. Genau. Ich möchte auch mit einem Freund trainieren, um es angenehmer zu machen. Das sind großartige Ideen. Wenn Sie einen Trainingspartner haben, können Sie zur Rechenschaft gezogen werden. Ich freue mich zu sehen, wie viele Fortschritte ich mit diesem neuen Plan machen kann. Ich auch. Das Verfolgen von Meilensteinen kann unglaublich lohnend sein. Es fühlt sich auf jeden Fall großartig an, auch die kleinen Siege auf dem Weg zu feiern. Unbedingt. Außerdem macht es die Reise viel interessanter und unterhaltsamer. Ich kann es kaum erwarten, meine Fortschritte mit Ihnen zu teilen und auch von Ihnen zu hören. Lektion 13. Besondere Merkmale. Ich bin neugierig, welche Farbe Sie haben und haben Sie irgendwelche besonderen Merkmale? Sie sind ziemlich lebendig, mit Blau- und Grüntönen, die wirklich auffallen. Das ist interessant. Ich liebe es, wenn Farben in der Natur so hervorstechen. Ja, und sie haben auch einzigartige Muster, die sie noch spezieller machen. Muster können wirklich Charakter verleihen und jedem Einzelnen das Gefühl geben, einzigartig zu sein. Genau. Es ist faszinierend, wie die Natur eine solche Vielfalt schaffen kann. Ich würde Sie gerne persönlich sehen. Es muss atemberaubend sein. Das ist es wirklich. Es ist ein Erlebnis, ihre Besonderheiten aus der Nähe zu beobachten. Lass uns einen Ausflug planen, um sie zu sehen. Ich denke, es wäre unvergesslich. Lektion 14. Freude am Produkt. Ich habe gehört, dass die Qualität der Produkte großartig ist. Das sind ermutigende Neuigkeiten. Es ist wunderbar, von so positiven Rückmeldungen von Kunden zu hören. Ja, zu wissen, dass die Leute zufrieden sind, ist immer ein gutes Zeichen.
Es macht mich aufgeregter, sie selbst auszuprobieren. Ich stimme zu. Ich liebe es, neue Produkte zu entdecken, die wirklich halten, was sie versprechen. Außerdem ist es schön, Marken zu unterstützen, die Wert auf Qualität und Handwerkskunst legen. Unbedingt. Es fühlt sich gut an, in etwas Wertvolles zu investieren. Lassen Sie uns eine Liste dieser Produkte erstellen und sehen, welche wir ausprobieren möchten. Tolle Idee. Ich kann es kaum erwarten zu erkunden, was da draußen ist. Lektion 15. Aufregender Kurzurlaub. Ich freue mich sehr auf diese Reise. Es wird eine erfrischende Pause für uns beide sein. Ja, ich spüre schon, wie der Stress dahinschmilzt, wenn ich nur daran denke. Genau. Wir haben uns etwas Zeit verdient, um uns zu entspannen und neue Energie zu tanken. Ich kann es kaum erwarten, neue Orte zu erkunden und wunderschöne Landschaften zu genießen. Das wird der beste Teil sein. Abenteuer bereiten immer Freude. Außerdem ist es eine großartige Gelegenheit, gemeinsam tolle Erinnerungen zu schaffen. Unbedingt. Ich freue mich auf alles, was wir auf diesem Kurzurlaub erleben werden. Machen wir das Beste daraus und genießen Sie jeden Moment. Dem kann ich nur zustimmen. Es wird unvergesslich sein. Lektion 16. Historische Nöte. Für die Menschen im schottischen Hochland war das 18. Jahrhundert in der Tat sehr schwierig. Ja, ich habe gelesen, dass die meisten Menschen als Landwirte auf dem Land gearbeitet haben. Es war ein hartes Leben, besonders angesichts der rauen Wetterbedingungen, denen sie ausgesetzt waren. Unbedingt. Sie mussten unglaublich widerstandsfähig sein, um diese Zeiten zu überleben. Ich bewundere ihre Stärke und Entschlossenheit angesichts von Widrigkeiten. Ich auch. Es ist wichtig, sich an ihre Kämpfe und Opfer zu erinnern. Ihre Geschichten sind ein Beweis für die Fähigkeit des menschlichen Geistes auszuhalten. Ja, mehr über ihre Geschichte zu erfahren, kann uns heute wirklich inspirieren. Lassen Sie uns tiefer in Ihre Erfahrungen eintauchen. Es ist ein faszinierendes Thema. Lektion 17. Welle der Hoffnung. Ich habe über die Welle der Hoffnung nachgedacht, die sich in den Gemeinden ausbreitet. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Es ist erstaunlich, wie sich unser Handeln auf andere auswirken kann. Ja, es ist mächtig, sich von 1 Million verschiedener Energiezentren auszukreuzen. Das ist es wirklich. Diese Wellen können eine Welle positiver Veränderungen auslösen. Genau. Jeder kleine Akt der Freundlichkeit kann eine signifikante Wirkung haben. Ich liebe diese Idee. Es ermutigt uns, achtsamer auf unser Handeln zu achten. Definitiv. Lasst uns danach streben, überall, wo wir hingehen, Wellen der Hoffnung zu wecken. Ich bin ganz dafür. Zusammen können wir noch mehr Menschen inspirieren. Unbedingt. Es ist aufregend, über die Möglichkeiten nachzudenken. Lektion 18. Amerikanische Geschichte. Diese Sammlung von Drucken gibt ein bemerkenswertes Bild von Amerika zwischen 1934 und 1945. Ja, es fängt eine so bedeutende Zeit in der Geschichte mit atemberaubender Grafik ein. Ich finde es toll, wie Kunst auf so überzeugende Weise Geschichten über die Vergangenheit erzählen kann. Genau. Jeder Druck bietet einen Einblick in das Leben der Menschen von damals. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich die Gesellschaft seitdem entwickelt hat. Unbedingt. Diese Bilder können wirklich Emotionen und Reflexionen hervorrufen.
Ich denke, wir sollten diese Drucke gemeinsam erkunden. Sie verdienen unsere Aufmerksamkeit. Ja, planen wir einen Tag ein, um in diese historische Reise einzutauchen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir entdecken. Lektion 19. Konstitutionelle Monarchien. Diese Länder werden konstitutionelle Monarchien genannt, weil es sich um Demokratien handelt, in denen der Monarch begrenzte Befugnisse hat. Das ist ein interessantes System. Es ermöglicht sowohl traditionelle als auch moderne Regierungsführung. Genau, es ist eine einzigartige Mischung, die für Stabilität und Repräsentation sorgen kann. Ich finde es toll, wie es die Werte der Menschen widerspiegelt und gleichzeitig historische Wurzeln würdigt. Ja, und es ist faszinierend zu sehen, wie verschiedene Länder dieses System umsetzen. Unbedingt. Es kann sehr aufschlussreich sein, etwas über ihre politischen Strukturen zu lernen. Lassen Sie uns tiefer in die Einzelheiten der Funktionsweise dieser Monarchien eintauchen. Ich freue mich darauf, dieses Thema weiter zu untersuchen. Es ist heute so relevant. Ja, das wird eine tolle Diskussion. Lektion 20. Der Rausch des Lebens. Weißt du, meine Eltern sagen mir immer, ich solle langsamer fahren, weil ich es immer eilig habe. Es ist interessant, wie unser Lebenstempo manchmal dazu führen kann, dass wir die kleinen Dinge verpassen. Vielleicht fühle ich mich deshalb oft gehetzt und genieße den Moment nicht voll und ganz. Genau. Sich einen Moment Zeit zum Atmen zu nehmen, kann deine Perspektive wirklich verändern. Ich denke, ich muss mich mehr darauf konzentrieren, präsent zu sein, anstatt nur durchs Leben zu hetzen. Das ist eine tolle Idee. Achtsamkeit kann Ihr Gesamterlebnis wirklich verbessern. Ja, ich möchte die Reise schätzen, nicht nur das Ziel. Unbedingt. Dieses Gleichgewicht zu finden, ist der Schlüssel zu einem erfüllteren Leben. Ich freue mich darauf, mit diesen Änderungen zu beginnen. Es ist nie zu spät, langsamer zu werden. Lektion 21. Musikalisch Vorlieben. Ich liebe es, Songs meiner Lieblingsbands zu spielen. Es ist so eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen. Das klingt wunderbar. Hast du ein bestimmtes Genre, das du bevorzugst? Ich mag eine Mischung aus Rock und Indie. Die Energie hat etwas an sich, das mich fasziniert. Diese Genres haben eine so reiche Geschichte und Vielfalt. Es ist schwer, sich zu langweilen. Genau. Ich liebe es, neue Bands zu entdecken, die zu diesen Stilen passen. Es ist immer aufregend, frische Sounds zu finden, die dich inspirieren. Ja, und Live-Auftritte sind noch besser, die Atmosphäre ist elektrisierend. Unbedingt. Es gibt nichts Schöneres, als Musik in einer Menschenmenge zu erleben. Lass uns planen, irgendwann zusammen ein Konzert zu besuchen, es wäre ein Knaller. Lektion 22. Abenteuerlust. Haben Sie diese unvorhersehbaren Vorfälle davon abgehalten, weiter zu forschen? Ganz und gar nicht. Sie haben mir beigebracht, vorsichtiger zu sein und trotzdem Abenteuer zu genießen. Das ist eine gesunde Perspektive. Es geht darum, aus Erfahrungen zu lernen. Genau. Jede Herausforderung trägt nur zu den Geschichten bei, die wir später erzählen können. Ich bewundere diese Einstellung. Es ist wichtig, unabhängig von Rückschlägen weiterzumachen. Ja, ich glaube, jedes Abenteuer formt uns zu dem, was wir sein sollen. Ich bin gespannt, welche neuen Erfahrungen uns als nächstes erwarten. Ich auch. Lassen Sie uns diesen Abenteuergeist am Leben erhalten, egal was passiert. Unbedingt. Das Leben ist zu kurz, um nicht jede Gelegenheit auszuschöpfen.
Lektion 23. Risikoanalyse. Ich stimme zu, die Durchführung einer gründlichen Risikoanalyse ist entscheidend für unseren Erfolg. Ja, das Verständnis potenzieller Fallstricke kann uns vor großen Rückschlägen bewahren. Es geht darum, vorbereitet zu sein und über Strategien zur Risikominderung zu verfügen. Genau. Ein proaktiver Ansatz ermöglicht es uns, Herausforderungen effektiv zu bewältigen. Ich denke, wir sollten das Team auch in diese Analyse einbeziehen, um umfassendere Perspektiven zu erhalten. Das ist eine tolle Idee. Zusammenarbeit führt oft zu umfassenderen Erkenntnissen. Lassen Sie uns ein Treffen vereinbaren, um unsere Ergebnisse zu besprechen und Beiträge einzuholen. Ich freue mich darauf. Gemeinsam können wir einen soliden Plan erstellen. Ja, Teamwork wird unsere Erfolgschancen erheblich erhöhen. Lektion 24. Geschäftsaufenthalt. Ja, ich habe bereits ein Zimmer in einem Business-Hotel in der Nähe des Büros gebucht. Das klingt praktisch. Das erspart uns eine Menge Pendelzeit. Genau. Ich wollte sicher gehen, dass wir für unsere Treffen gut ausgeruht sind. Kluges Denken. Wenn wir in der Nähe sind, können wir auch unsere Zeit besser verwalten. Ich freue mich, dass Sie zustimmen. Es ist wichtig, unsere Effizienz zu maximieren. Unbedingt. Außerdem machen die Annehmlichkeiten in der Nähe unseren Aufenthalt noch komfortabler. Ja, ich freue mich auf eine produktive Reise, bei der alles bereit ist. Ich auch. Es wird beruflich eine großartige Gelegenheit für uns sein. Machen wir das Beste daraus und erreichen wir unsere Ziele. Lektion 25. Erfolg beim Einkaufen. Okay, ich glaube, wir sind mit unseren Einkäufen fertig. Es war eine ziemlich produktive Reise. Ja, es hat sich toll angefühlt, alles, was wir brauchten, ohne Probleme zu finden. Lass uns jetzt unseren Flug erwischen. Ich freue mich auf unser Abenteuer. Unbedingt. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wohin uns diese Reise führt. Ich hoffe, wir haben genug Zeit, um uns vor dem Einsteigen zu entspannen. Ich auch. Eine kleine Auszeit wäre perfekt vor der nächsten Etappe unserer Reise. Dann beeilen wir uns. Ich würde unseren Flug nach einem so erfolgreichen Einkaufsbummel nur ungern verpassen. Gute Idee. Machen wir uns schnell auf den Weg zum Gate. Ich freue mich auf das, was vor mir liegt. Das wird unvergesslich sein. Lektion 26. Familiendynamik. Bist du der Älteste in deiner Familie oder hast du Geschwister? Nein, ich habe eine ältere Schwester, und sie war immer ein großes Vorbild für mich. Das ist wunderbar. Ein älteres Geschwisterkind zu haben, kann ihre Erfahrungen wirklich prägen. Unbedingt. Sie hat mir so viel über das Leben und den Umgang mit Herausforderungen beigebracht. Ich kann mir vorstellen, wie unterstützend sich das anfühlen muss. Familiendynamik ist wichtig. Ja, wir teilen eine besondere Bindung, und ich schätze ihre Weisheit. Es ist toll, jemanden zu haben, zu dem man aufschauen und von dem man lernen kann. Definitiv. Ich schätze unsere Beziehung und die Beratung, die sie bietet. Familiäre Verbindungen können unser Leben in vielerlei Hinsicht bereichern. Lektion 27. Neue Funde. Schau dir all diese frischen Früchte und Gemüse an. Sie sehen toll aus. Das tun sie wirklich. Die Farben sind so lebendig und einladend. Ich liebe es, auf Bauernmärkten einzukaufen. Die Qualität ist immer besser. Unbedingt.
Es ist schön, lokale Landwirte zu unterstützen und frische Produkte zu bekommen. Außerdem macht das Kochen mit frischen Zutaten einen großen Unterschied im Geschmack. Ja, ich kann mir schon vorstellen, welche köstlichen Mahlzeiten wir zubereiten könnten. Lassen Sie uns einige Favoriten auswählen, die wir mit nach Hause nehmen und mit denen wir experimentieren können. Tolle Idee. Ich kann es kaum erwarten, mit diesen frischen Funden ein paar neue Rezepte auszuprobieren. Das wird Spaß machen, füllen wir unseren Korb mit der besten Auswahl. Lektion 28. Vertrauen aufbauen. Gegenseitiger Respekt ist der Schlüssel zum Erfolg in jeder Beziehung, ob privat oder beruflich. Dem kann ich nur zustimmen. Vertrauen verbessert die Zusammenarbeit und Kommunikation. Genau. Wenn sich Menschen respektiert fühlen, ist es wahrscheinlicher, dass sie offen ihren Beitrag leisten. Ja, die Schaffung einer sicheren Umgebung fördert Kreativität und Innovation. Ich glaube, dass der Aufbau von Vertrauen Zeit braucht, aber unglaublich lohnend ist. Unbedingt. Es ist wichtig, diese Beziehungen konsequent zu pflegen. Stellen wir sicher, dass wir in Zukunft Respekt in unseren Interaktionen priorisieren. Definitiv. Ein starkes Fundament wird gemeinsam zu größeren Erfolgen führen. Ich freue mich über die Möglichkeiten, die sich aus dem Aufbau dieses Vertrauens ergeben. Lektion 29. Erfolg definieren. Ich will nichts von den Dingen, die sich manche Menschen wünschen würden, wie Ruhm oder Reichtum. Das ist eine interessante Perspektive. Erfolg kann so viele verschiedene Dinge bedeuten. Genau. Für mich geht es um persönliche Erfüllung und sinnvolle Beziehungen. Ja, wahres Glück kommt oft von innen und nicht von außen. Ich konzentriere mich viel lieber darauf, authentisch zu leben, als oberflächlichen Zielen hinterherzujagen. Unbedingt. In alltäglichen Momenten Freude zu finden, ist das, was wirklich zählt. Ich bewundere diese Denkweise. Es ist erfrischend zu hören, dass jemand Werten Vorrang vor Ruhm einräumt. Danke. Ich glaube, das führt zu einem erfüllteren und ausgeglichenen Leben. Ermutigen wir uns gegenseitig, Erfolg nach unseren eigenen Vorstellungen zu definieren. Lektion 30. Erschwingliche Entscheidungen. Ich habe ein tolles Angebot für diesen Artikel gefunden. Er war erschwinglich und in einem guten Zustand. Das ist großartig. War es sofort nach dem Auspacken einfach zu verwenden? Ja, es wurde mit klaren Anweisungen geliefert, die die Einrichtung zum Kinderspiel machten. Ich liebe es, wenn Produkte benutzerfreundlich sind. Das macht alles so viel einfacher. Unbedingt. Ich schätze es nicht, mit komplizierten Setups kämpfen zu müssen. Es ist immer eine Erleichterung, etwas zu finden, das problemlos funktioniert. Ich denke, ich habe eine kluge Wahl getroffen. Es wird seinen Zweck perfekt erfüllen. Definitiv. Mal sehen, wie es sich im Laufe der Zeit entwickelt. Ich freue mich auf Ihr Feedback. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich habe ein gutes Gefühl bei diesem Kauf. Lektion 31. Reiseempfehlungen. Das klingt toll. Gibt es einen bestimmten Ort, den Sie in dieser Stadt empfehlen? Unbedingt. Sie sollten sich das historische Viertel ansehen. Es ist voller Charme. Ich habe gehört, dass die Architektur dort atemberaubend ist. Ich würde sie gerne selbst sehen. Ja, und es gibt einige schöne Cafés, in denen Sie sich entspannen und die Atmosphäre genießen können. Das klingt perfekt. Ich genieße es immer, die lokale Kultur durch Essen zu erleben.
In dieser Gegend werden Sie auf jeden Fall einige versteckte Juwelen finden. Nehmen Sie sich einfach Zeit für die Erkundung. Ich schätze die Tipps. Ich werde sicherstellen, dass ich das zu meiner Reiseroute hinzufüge. Sie werden es nicht bereuen. Es ist einer der Höhepunkte der Stadt. Ich freue mich darauf, dort einige tolle Erinnerungen festzuhalten. Lektion 32. Berufswünsche. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, wenn ich frage, was sind Ihre Karriereziele? Ganz und gar nicht. Ich möchte Projektmanager in der Technologiebranche werden. Das ist beeindruckend. Das klingt nach einem aufregenden Bereich mit vielen Möglichkeiten. Ja, ich glaube, es ist ein dynamischer Bereich, der sich ständig weiterentwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass Ihre Fähigkeiten in dieser Rolle hoch geschätzt würden. Danke. Ich arbeite hart daran, die Erfahrung zu sammeln, die für den Erfolg notwendig ist. Es hört sich so an, als ob Sie einen soliden Plan haben, das bewundere ich. Ich schätze Ihre Unterstützung. Sie motiviert mich, weiter voranzukommen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie du deine Ziele erreichst. Du wirst großartige Dinge tun. Lektion 33. Lokale Köstlichkeiten. Das ist beeindruckend. Haben Sie während Ihres Aufenthalts lokale Köstlichkeiten probiert? Ja, ich habe ein paar traditionelle Gerichte probiert und sie waren absolut köstlich. Ich liebe es, wenn Reisen uns neue Geschmacksrichtungen und kulinarische Erlebnisse vorstellen. Ich auch. Es ist etwas Besonderes, die einzigartige Küche einer Region zu probieren. Was war dein Lieblingsgericht? Ich würde gerne mehr darüber erfahren. Der Meeresfrüchteeintopf war unglaublich. Er hatte so reiche Aromen und frische Zutaten. Das klingt köstlich. Ich muss es versuchen, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme. Definitiv. Es ist ein Muss für jeden, der die Gegend besucht. Ich freue mich darauf, auf meiner nächsten Reise die lokale Food-Szene zu erkunden. Lektion 34. Einblicke in das Marketing. Autorität und Loyalität sind für jede erfolgreiche Marketingstrategie von entscheidender Bedeutung. Unbedingt. Der Aufbau von Vertrauen zu Ihrem Publikum ist für den langfristigen Erfolg unerlässlich. Haben Sie Tipps zur Messung der Effektivität einer Marketingkampagne? Ja, das Nachverfolgen von Kennzahlen wie Engagementraten und Konversionsraten kann wertvolle Erkenntnisse liefern. Das ist ein großartiger Punkt. Die Analyse von Kundenfeedback kann auch dazu beitragen, Strategien zu verfeinern. Genau. Wenn Sie Ihrem Publikum zuhören, können Sie Anpassungen vornehmen, die besser ankommen. Es klingt so, als ob ein datengesteuerter Ansatz der Schlüssel zur Verbesserung der Ergebnisse ist. Definitiv. Je besser Sie informiert sind, desto bessere Entscheidungen können Sie treffen. Ich freue mich darauf, diese Strategien in unserer nächsten Kampagne umzusetzen. Lektion 35. Termine verwalten. Das Leben inmitten von Deadlines ist hart, nicht wahr? Unbedingt. Es kann sich manchmal überwältigend anfühlen, besonders bei mehreren Projekten. Haben Sie Tipps, wie Sie in geschäftigen Zeiten die Work-Life-Balance aufrechterhalten können? Ja, ich finde, dass es sehr hilfreich ist, klare Prioritäten zu setzen und Pausen einzulegen. Das macht Sinn. Es ist wichtig, neue Energie zu tanken, um produktiv zu bleiben. Genau. Ich versuche auch, wenn möglich, Aufgaben zu delegieren, um mir die Arbeit zu erleichtern. Kluges Denken. Zusammenarbeit kann die Belastung durch enge Fristen wirklich verringern. Ich stimme zu.
Es geht darum, intelligenter zu arbeiten, nicht härter. Lass uns weiterhin Tipps teilen. Wir können uns in geschäftigen Zeiten gegenseitig unterstützen. Lektion 36. Das Publikum einbeziehen. Großartig! Ein weiterer Vorschlag, den ich habe, ist, das Publikum einzubeziehen, indem sie mehr Fragen stellen. Das ist eine fantastische Idee. Es fördert die Interaktion und hält das Interesse der Kunden aufrecht. Ja, es ist wichtig, einen Dialog zu führen und nicht nur einen Monolog. Genau. Die Menschen schätzen es, beteiligt zu sein und sich Gehör zu verschaffen. Ich denke, es wird uns auch helfen, wertvolles Feedback für zukünftige Inhalte zu sammeln. Unbedingt. Unserem Publikum zuzuhören kann unsere Richtung für die Zukunft bestimmen. Lassen Sie uns ein Brainstorming über einige spannende Fragen machen, die wir in unserer nächsten Sitzung verwenden können. Ich bin an Bord. Das wird unsere Präsentation viel dynamischer machen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie das Publikum auf unseren neuen Ansatz reagiert.